So, damit schauen wir zu Max Hermes nach Regensburg. Er steht noch im Trocknen, aber viel Luft, Max, ist da nicht mehr. Wie ist denn die aktuelle Situation? Nein, viel Luft ist da nicht mehr und die Helfer sprechen hier durchaus auch von einer kritischen Lage. Wir können uns das vielleicht einmal anschauen. Ich stehe ja an der kleinen Werftstraße und wir sehen hier die mobilen Spundwände, die aufgebaut wurden, also wie die Wassermassen dagegen drücken, die Donau, die sich hier zu einem reißenden Fluss entwickelt hat. Und weiter hinten sehen wir eben auch die Helfer von THW, von Feuerwehr, die hier zwar Sandsäcke auch positioniert haben, aber wir sehen auch, wie an einigen Stellen trotz der Sandsäcke und trotz der hohen Spundwände hier das Wasser schon durchdrückt. Der Wasserpegel aktuell bei ca. 6,20 Meter. Zum Vergleich vielleicht bei dem letzten großen Hochwasser war der Pegel hier leicht über 6,80 Meter. Da ist also noch etwas Luft nach oben. Nichtsdestotrotz ist die Lage ja angespannt. Hier an diesem Punkt sind gestern Abend 200 Menschen, die in der Umgebung wohnen, evakuiert worden. Die sind mit Bussen in eine nahegelegene Turnhalle gebracht worden und haben dort auch die Nacht verbracht. Und es ist auch fraglich, ob sie heute in ihre Häuser zurückkehren können. Man muss sagen, Regensburg ist durchaus darauf eingestellt, dass Hochwasser passieren können. Die Menschen kennen das hier, aber jetzt dann doch ein sehr, sehr hoher Pegelstand. Und eine Frau, die mir heute Morgen auch schon gesagt hat, dass auf der anderen Seite dieser Brücke, an der wir jetzt stehen, dass ihr da auch schon das Wasser in den Keller läuft. Also wir sehen, die Lage kann sich hier im Laufe des Tages noch weiter dramatisieren. Der Pegel wird noch weiter steigen in den kommenden Stunden, bis der Scheitel dann irgendwann erreicht wird. Und dann ist auch die Zeit, wenn Ministerpräsident Markus Söder hier nach Regensburg kommen wird. Er wird sich hier mit Innenminister Joachim Herrmann ein Bild der Lage machen und die Einsatzkräfte hoffen bis dahin, dass die Spundwände halten, dass die Sandsäcke das Wasser hier von der kleinen Werftstraße abhalten können. Aber Max, es gibt ja auch schon Kritik, unter anderem an Markus Söder, dass man in Bayern diese Fluten zuerst nicht ernst genommen hat. Wie sieht es jetzt aus? Haben die Helfer genug Unterstützung? Gibt es genug Material? Wie ist da jetzt die Lage? Also wir haben durchaus den Eindruck, dass die Helfer hier gut aufgestellt sind, dass das Ganze hier auch gut abgesichert ist. Wir können uns das vielleicht noch einmal anschauen, auch diese massiven Gänge, die hier die Helfer aufgebaut haben, um hier gut arbeiten zu können. Das Gebiet ist auch weiträumig abgesperrt worden. Auch diese Spundwände, die ich schon angesprochen habe, die sind hier professionell. Da können einige kleinere Gemeinden nur von träumen. Da werden Sandsäcke benutzt, aber hier diese metallernen Wände, die halten dann doch das Wasser ganz gut ab und auch diesen Druck des Wassers, der jetzt hier sich langsam aufbaut. Aber klar ist auch, man hat nicht flächendeckend diese Ressourcen, die hier vorhanden sind. Wir haben schon das Gefühl, dass aus der Flut im Ahrtal beispielsweise gelernt wurde, dass daraufhin jetzt hier auch massiv zum Teil die Maßnahmen verstärkt wurden, dass mehr Gerät angeschafft wurde. Aber klar ist auch, wenn die Wassermassen so massiv drücken, dann gibt es immer Engstellen. Max Hermes, recht vielen Dank nach Regensburg.